Stellen Sie sich vor, Sie kommen morgens ins Unternehmen, in Ihre Stiftung und es kokelt noch so ein bisschen. Oder die Wasserrohre sind geplatzt, ein Starkregen hat die innenliegenden Abwasserrohre zum Bersten gebracht. Oder einer Ihrer Kollegen hat einen USB-Stick an Ihren PC angeschlossen, an seinen PC und Ihre ganze EDV lahmgelegt. Oder Sie stellen sich vor, wie Ihre Dokumentenablage heute funktioniert. Funktioniert sie wie früher? Funktioniert sie schon etwas moderner? Oder funktioniert sie schon komplett vernetzt? Denken Sie mal an Ihren Zugriff auf die Dokumente. Gehen Sie an einen Aktenschrank und ziehen da ein oder anderes Dokument heraus? Gehen Sie auf einen Windows Explorer und suchen sich dort die Dokumente heraus. Vielleicht haben schon mehrere dann auch den Zugriff auf diese Dokumente. Oder sind sie schon komplett vernetzt? Als wir uns diese Gedanken gemacht haben, bei unserer Stiftung, der Hans- und Gretchen Tiedje Stiftung, da waren die Ansichten schon sehr eindeutig. Die Hans- und Gretchen Tiedje Stiftung ist eine Stiftung, die in den 80er Jahren gegründet wurde. Ich selber, Markus Warmer, bin als ehrenamtliches Vorstandsmitglied dort neben 2 weiteren Vorstandsmitgliedern tätig. Und wir haben eine Mitarbeiterin auf 450 € Basis, die dort noch tätig ist. Und wir sind dezentral organisiert, wir haben keine eigenen Räumlichkeiten. Alles, was wir machen und alles, was wir lagern an Dokumenten, lagert bei unserer Mitarbeiterin in einem Raum, in einem Arbeitsraum, in Papierformat. Und die Stiftung selber, die unterstützt Familien in prekären Verhältnissen, Kinder, aber auch soziale Einrichtungen, die irgendetwas für Kinder veranstalten wollen, Familienreisen vielleicht organisieren wollen, Kinderreisen. Und wir unterstützen ca. 800 Anträge pro Jahr in einer Art und Weise, die, als wir uns die Gedanken gemacht haben, die ich gerade Ihnen als These vorgestellt habe, eher so ausschaute. Als wir an Flammen dachten, dachten wir wirklich an Flammen. Wir haben keinen Schutz gegen Feuer. Unsere ganzen Dokumente sind in einem Papierarchiv untergebracht. Sollte da ein Wasserschaden entstehen, wären alle unsere Dokumente vernichtet. Würde auf die wenige IT-Infrastruktur, die wir haben, ein Virus gelangen, wäre alles von uns weg. Also wir könnten es nicht wiederherstellen. Wir sind keine EDV-Spezialisten und ich glaube, wenn wir mal uns ein Virus eingefangen hätten, wäre es auch nicht mehr reparabel. Unsere Dokumentenablage selber, wie ich auch schon gesagt habe, ist auf Papierbasis. Unsere Dokumente, wenn wir mal zugreifen wollten, kann unsere Mitarbeiterin schnell zum Schrank gehen und aus einem Archiv die Dokumente ziehen. Wir Vorstandsmitglieder, die in Hamburg verteilt wohnen, müssten uns zum Käffchen bei ihr einladen, um ein oder das andere Dokument mal anzuschauen. Und last but not least, die Anträge sollen ja auch bearbeitet werden. Wir fühlten uns langsam. Wir fühlten uns wirklich echt langsam in der Bearbeitung, weil wir die Anträge im Umlaufverfahren bearbeitet haben. Das heißt, die Mitarbeiterin sammelte die Anträge ein und verschickte sie dann nacheinander zu einem der Vorstandsmitglieder, die das Votum abgegeben haben, wie ein Antrag zu bewerten war und zu unterstützen war. Und dann gingen die Anträge wieder gesammelt zurück an die Mitarbeiterin. Eine für uns altertümliche Arbeitsweise. Als wir uns darüber so Gedanken gemacht haben im letzten Jahr, gar nicht Corona-bedingt, sondern wir wollten uns echt modernisieren, haben wir gedacht, das muss besser gehen. Wir haben uns überlegt, ein Dokumentenmanagementsystem einzuführen. Aber dann fragten wir uns erstmal, ja, was wollen wir denn überhaupt? So ein Dokumentenmanagementsystem bedeutet ja erstmal Software. Software muss irgendwelchen Anforderungen genügen. Wie wollen wir das denn qualifizieren? Wollen wir unsere bestehenden Prozesse und Abläufe in das Dokumentenmanagementsystem irgendwie übereinbringen?
Nee, das kann ja nicht der richtige Weg sein. Alter Wein in neuen, neuer Wein, alter Wein in neuen Schläuchen war nicht das Richtige. Darum haben wir uns hingesetzt, im Wesentlichen ich, weil ich in meinem Unternehmen, in dem ich tätig bin, auch schon ein Dokumentenmanagementsystem eingeführt habe, um mit unserer Mitarbeiterin, die Sachbearbeiterin ist und wirklich das tägliche Doing kennt, uns hingesetzt und die Anforderungen definiert, was denn überhaupt relevant ist. Wir haben uns erstmal hingesetzt und Fragen beantwortet wie: Was wollen wir? Welche Ziele wollen wir? Für wen machen wir es? Natürlich für uns 4, aber uns 4 bedeutet auch 4 Persönlichkeiten. Das muss ja auch berücksichtigt werden. Wir kamen dann relativ schnell dazu, dass es, weil wir 4 Persönlichkeiten sind mit unterschiedlichsten Hintergründen, einfach halten wollen. Und wir wollten auch mal überlegen, in die Zukunft hineinzudenken. Also was ist zukunftsfähig, was ist vielleicht auch utopisch, welche Möglichkeiten entwickeln sich noch in der Zukunft, und wenn wir uns auf eine Software heute festlegen, kann es sein, dass es in 5 Jahren schon wieder die falsche war. Aus diesen Überlegungen haben wir bestimmte Anforderungen mal weiter definiert, nämlich wir haben gesagt, wir sind keine EDV-Spezialisten, also wir brauchen irgendetwas, was uns die Arbeit als Laien abnimmt. Wir brauchen jederzeit Zugriff, beziehungsweise jeder soll Zugriff haben auf das Dokumentenmanagementsystem. Wir wollten etwas haben, was leicht bedienbar ist. Und wir wollten etwas, wo unser Workflow, nämlich die Abstimmung zu den einzelnen Anträgen, auch über die Software gesteuert werden kann. Der Implementierungsaufwand, der ist auch nicht zu unterschätzen bei Software. Also wie wird eine Software überhaupt eingeführt? Auch das wollten wir berücksichtigen. Und natürlich die laufenden Kosten für uns als gemeinnützige Stiftung ein wesentlicher Posten. Denn das Geld soll bei den Hilfsbedürftigen ankommen und natürlich soll eine angemessene Vergütung gezahlt werden an jemanden, der eine Software zur Verfügung stellt. Aber es sollte in einem angemessenen Verhältnis stehen. Ja. Wir haben uns dann an Lösungen gemacht und überlegt, was könnten denn die passenden Lösungen sein, und kamen dann auf cloud-basierte Dokumentenmanagementsysteme, die beide ersten Anforderungen erfüllen sollten. Und bei den anderen Anforderungen kamen wir dazu, es ist anbieterabhängig. Wir haben Anbieter uns dann anschauen müssen und kamen im Endeffekt auf Develop. Unsere wesentlichen Gründe, warum wir uns für Develop entschieden haben, nachdem wir uns mehrere Anbieter angeschaut haben, war: Einmal ist die Implementierung, der Implementierungsaufwand von Develop und von der Cloud-Lösung und die damit verbundenen Kosten relativ gering. Außerdem konnte diese Software auch einen vernünftigen einen Dokumenten-Workflow abbilden, was nicht alle Anbieter auf dem Markt ohne weiteres konnten. Wir haben geringe laufende Kosten oder, wie ich vorhin sagte, eher angemessen laufende Kosten, die auch unser Budget nicht sprengen, und unsere erforderliche Updates und Upgrades werden in der Cloud hinterlegt, ohne dass wir es merken. Wir haben kein fixes Produkt irgendwo laufen, was dann eben auch zu unserem Aufwand, unser Aufwand minimierte und selber die Kosten auch im Rahmen hält. Zu dem Implementierungsaufwand selber werde ich jetzt noch mal etwas sagen, nämlich ich wollte ganz gerne Ihnen mal darstellen, was der Implementierungsaufwand für uns bedeutete im Baukastenprinzip versus einer Standardsoftware. Ich selber habe in den Unternehmen, in denen ich tätig bin, sowohl Standard-Softwarelösungen bereits mal eingeführt, als auch eben Cloud-Lösungen eingeführt. Und bei der Stiftung konnte ich jetzt die Cloud-Lösung einführen und habe einen direkten Vergleich einmal zwischen Standard- und Baukastenprinzip. Was ist ein Vorteil? Bei Develop, bei dem Baukastenprinzip, war einer der wesentlichen Vorteile, also was ist der Vorteil des Baukastenprinzips bei der Develop-Lösung?
Sie haben immer, egal was Sie machen, bei einer Standardsoftware oder beim Baukastenprinzip hier von Develop, immer müssen Sie sich erstmal hinsetzen und sich überlegen, was wollen Sie überhaupt? Welche Funktionalitäten wollen Sie mit der Software abgebildet haben? Und welchen Nutzen wollen Sie ziehen? Welche Definitionen an Arbeitsweisen wollen Sie ziehen? Diese Arbeit nimmt Ihnen niemand ab. Wenn Sie diese Arbeit gemacht haben, dann kommt es an die Umsetzung. Der eigene Aufwand für die Umsetzung im Baukastenprinzip, bei der Lösung von Develop, ist überschaubar. Sie können mit der Lösung von Develop eben selber Ihre Anforderungen, die Sie vorher definiert haben, erstellen. Und wie das bei der Standardsoftware ist, erzähle ich Ihnen gleich. Sie haben auch keinen Reibungsverlust oder keine Kommunikationshürde, kein Kommunikationsdefizit, indem Sie erklären müssen, jemand extern erklären müssen, wie die Standardsoftware an Ihre Wünsche konfiguriert werden muss. Bei der Develop-Lösung können Sie die Konfiguration nach Ihren eigenen Vorstellungen selber vornehmen, was ich selber als sehr vorteilhaft empfunden habe. Ich konnte ein bisschen herumexperimentieren, ich konnte ein paar Versuche machen, wie es am besten läuft. Wenn man das bei einer Standardsoftware, einem externen Berater oder dem externen Unternehmen sagt, ist es A, schwierig, das zu erklären, B, es kostet Geld und C, Sie wissen auch nicht, ob das so zurückkommt, wie Sie es eigentlich sich vorgestellt haben. Dann haben wir noch die Beratung, die fand ich sehr angenehm. Auch Develop bietet Beratung an. Wie es im Einzelnen bei uns ausschaute, werde ich auch Ihnen nochmal sagen. Aber Sie können eine Beratung in Anspruch nehmen, wenn Sie Bedarf haben. Also Sie stehen nicht ganz alleine da. Und abschließend, wir haben keine Kosten für Workshops gehabt. Also bei einer Standardsoftware ist es typischerweise so, man setzt sich zusammen. Der Unternehmer hat seine internen Berater, die nehmen die Anforderungen auf. Das ist ein Tages- oder Zweitages-Workshop und anhand dieser Anforderungen, die man dann definiert hat, können auch mehrere Tage oder Wochen sogar ins Land gehen, wird dann die Standardsoftware gecustomized auf die einzelnen Anforderungen. Da habe ich schon ein bisschen was vorweggenommen zu dem Vergleich Standardsoftware. Ich habe da eine Studie gefunden aus 2020 des Landes Nordrhein-Westfalen, in der die Studie an einer Stelle zu dem Ergebnis kam, es gibt kaum ein Unternehmen, das Software nicht anpasst. Und das ist auch nachvollziehbar. Die Standardsoftware, die wurde für bestimmte Lösungen entwickelt. Aber sie kann nicht die Individualität aller Unternehmen berücksichtigen. Und jeder hat andere Arbeitsweisen. Daher ist immer bei einer Standardsoftware nach dem eigenen Aufwand die Funktionalitäten zu definieren, die Software auch anzupassen. Es ist kostenintensiv, diese Standardsoftware dann von dem Unternehmen anzupassen. Sie haben außerdem später bei Updates und Upgrades immer noch eine Hürde, je nachdem wie die Architektur der Software ist, dass eventuell Updates und Upgrades Ihre customized Version etwas zerschießt oder dann wieder individueller Aufwand erforderlich wird. Und Sie haben, wie ich gerade schon sagte, die Kommunikationshürde. Sie müssen das, was Sie wollen, auch wirklich rüberbringen und erklären. Und es ist auch so, dass Sie ausreichende Testphasen einplanen müssen, dass das, was Ihnen zurückgegeben wird, auch wirklich dem entspricht, was Sie sich vorgestellt haben. Sie werden aber auch immer an dieser Seite oder bei den Standardsoftwareanbietern Berater haben, die Ihnen durch diese Leistungen, die Sie erbringen müssen, durchführen und Ihnen auch Testszenarien aufbauen. Also die werden Sie auf jeden Fall bei Ihnen dabei auch haben. Wie haben wir es jetzt bei der Stiftung selber gemacht? Wir haben einen Zeitraum von Mitte Januar bis Ende Februar gehabt. Den haben wir uns genommen. Wir haben da einen Testzeitraum oder den Testzeitraum von 4 Wochen hat die Develop netterweise uns auf 6 Wochen erweitert. Wir haben mit 2 Personen an der Umsetzung gearbeitet
und haben insgesamt in diesen 6 Wochen 35 Zeitstunden aufgewendet, um das Dokumentenmanagementsystem aufzubauen, das wir für uns für richtig hielten. Hilfsmittel dabei waren einmal das Onboarding von Develop. Das hieß, als ich mir die Testversion heruntergeladen hatte, hatten wir eine Videokonferenz kurze Zeit später initiiert, in der ich einmal herangeführt wurde, wie das Baukastenprinzip überhaupt funktioniert. Das war so eine Stunde, anderthalb. Dann hatte ich verschiedene Schulungsmaterialien, auf die hingewiesen wurden in dem Onboarding. Und wenn ich Hilfe brauchte, konnte ich eine E-Mail schreiben oder gezielt Videokonferenzen erfragen, um dort dann meine Fragen zu platzieren. Und mir wurde sehr zeitnah geantwortet und auch hilfreich geantwortet. Das waren so die Rahmenbedingungen, in denen wir das Dokumentenmanagementsystem von Develop umgesetzt haben. Wir haben, man kann sagen, in 7 Schritten unseren Erfolg sind wir zum Erfolg gekommen. Wir haben einmal unsere Anforderungen definiert. Das ist das nochmal eben zusammengefasst, was ich Ihnen bis jetzt quasi in einzelnen Folien dargestellt habe. Wir sind in die Prüfung der Software gegangen. Das habe ich so an 2 Tagen gemacht. Kann die Software überhaupt grob das, was wir an Anforderungen definiert haben? Dann haben wir die Testversion an unsere Bedürfnisse angepasst. Ich habe die Testversion nicht nur dazu genutzt, mit den vorgegebenen Parametern zu spielen, sondern ich habe gleich angefangen, die Testversion nach dem Baukastenprinzip an unsere einzelnen Anforderungen anzupassen. Dazu muss man Kategorien und Eigenschaften definieren, bestimmte Inhalte freigeben. Und als ich merkte, das geht gut, habe ich das wirklich komplett in den 6 Wochen auf unsere Stiftung ausgerollt. Habe dann einen Dokumenten-Workflow noch hinterlegt, einen Test-Dokumenten-Workflow, um auch das testen zu können, ob es wirklich so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Und wir sind dann in die Testung gegangen, haben meine Kollegin in der Stiftung und ich viel getestet, geredet, einiges verworfen und am Ende alles gut gefunden. Aber das ist auch ein wesentlicher Zeitabschnitt, für den man wirklich viel Zeit auch in Anspruch nehmen sollte, zu testen, zu verifizieren und zu reden. Die die tägliche Arbeit haben, die müssen unbedingt einbezogen werden in diese Implementierung und überhaupt das Ausrollen einer solchen Software. Und dann haben wir abschließend Schulungsmaterialien noch erstellt. Die Schulungsmaterialien habe ich eben anhand der Screenshots oder anhand von Screenshots erstellt, damit alle anderen, also unsere 2 weiteren Vorstandsmitglieder, Schritt für Schritt eingeleitet wurden, was sie wo an welcher Stelle machen müssen, um a. einmal ein Votum abzugeben oder b. sich eine Akte, ein Dokument aufzurufen. Ja. Und zum Schluss wurden dann alle nochmal geschult anhand der Schulungsmaterialien, damit wir alle auf dem gleichen Stand waren und wir konnten die Software einsetzen. Das Ergebnis sieht wie folgt aus. Wenn Sie starten mit der Testversion, werden Sie beim Onboarding oder bei dem ersten Versuch diese Übersicht haben. Anschließend wird Ihnen erklärt, dass Sie neben den Kategorien die Eigenschaften definieren müssen. Und so sehen bei uns die Kategorien aus. Das sehen Sie in dem mittleren Chart. Und rechts die Eigenschaften. Das ist bei unserer Stiftung sehr überschaubar. Wir brauchen bestimmte Eigenschaften eben wie Kindername, Elternnamen. Aber das war natürlich nicht in der Software entsprechend hinterlegt, sodass wir das, was überflüssig war für uns, alles rausgeworfen haben und das, was wir brauchten, eben neu angelegt haben. Anschließend haben wir Berechtigung vergeben und zum Schluss ein Workflow eben initiiert, in dem wir einen Rundlauf per E-Mail haben. Was heißt per E-Mail, nicht per E-Mail? Einen Rundlauf haben, bei dem wir per E-Mail darüber benachrichtigt werden, wenn ein Votum abzugeben ist und der Stiftungsvorsitzende
wird zuerst benachrichtigt, gibt es ein Votum als Notizfeld ab. Dieses Notizfeld ist revisionssicher, es kann nicht verändert werden. Dann wird der nächste benachrichtigt und der nächste benachrichtigt und zum Schluss wird die Benachrichtigung an unsere Mitarbeiter zugegeben, dass der Votumsprozess beendet ist. Wir erfüllen also damit wirklich unsere Anforderungen zu 100% mit dieser Dokumentenmanagement-Software, wie wir uns das vorgestellt haben, ohne dass wir großen Aufwand in der Implementierung haben. Wie sieht unsere Arbeitsweise denn jetzt im Einzelnen aus? Wir haben einmal den Antrag. Der Antrag kommt von unseren Hilfesuchenden. Unsere Mitarbeiterin erstellt eine Akte im Dokumentenmanagementsystem und legt dann das Dokument ab, legt dann das Dokument in der Akte ab, startet dann den Workflow. Der Workflow sieht so aus, dass die Vorstandsmitglieder informiert werden, dass ein Votum abzugeben ist. Wenn die Voten abgegeben sind, erhält sie eine Information und kann entsprechend die Hilfesuchenden informieren. Was haben wir erreicht? Im Endeffekt, wie ich gerade schon sagte, 100% unserer Anforderungen haben wir mit dieser Software erfüllen können. Wenn ich an die ersten Bilder denke, die ich Ihnen gezeigt habe mit Flammen und Wasserschaden, können wir für uns sagen, wir haben die passende Feuerwehr gefunden. Wir haben ein Shot für Wasserschäden gefunden, nämlich die Cloud. Wir haben hoffentlich in der Zukunft leere Regale hinter uns stehen. Wir haben eine Aufbewahrungsfrist von 10 Jahren. Wir werden nicht die alten Dokumente jetzt noch in die Software einpflegen. Es wird jetzt ein laufender Prozess sein und in 10 Jahren werden wir alles nur noch digital vorliegend haben. Wir alle können jetzt ohne Probleme auf die Dokumente zugreifen und wir sind möglichst vor eigen eingebrachten Viren geschützt. Hackerangriffe sind nicht auszuschließen, aber ich denke, das Risiko ist da niedriger, als wenn wir unsere kleine IT-Welt weitergeführt hätten. Und in der Bearbeitung der Anträge sind wir, finde ich, von der Postkutsche zum Düsenjet gestartet. Ich danke Ihnen und ich finde, es gibt nur ein Tun oder ein Nicht-Tun. Ein Versuch gibt es dabei nicht. Danke.